Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Nähvideo möchte ich euch zeigen, wie ihr etwas aus Stoff applizieren könnt. Mit einer Applikation könnt ihr nämlich wunderbar Kleidung oder auch Taschen verzieren, wie beispielsweise hier diese Strandtaschen. Die Nähanleitung für diese und weitere tolle Taschen findet ihr in meinem Buch Taschenlieblinge selber nähen. Darin findet ihr auch alle Arbeitsschritte zum Nähen dieses coolen Patchwork-Shoppers oder dieser stylischen Retro-Bag mit Paspeln oder für diesen geräumigen Weekender zum Verreisen. Nun werde ich euch zum einen zeigen, wie ihr eine Applikation aus nicht franzendem Stoff wie zum Beispiel Kunstleder aufnähen könnt. Zum anderen seht ihr, wie ihr einen normalen gewebten Baumwollstoff mit Bügeleinlage verstärken und mit einem Zickzackstich applizieren könnt. Wir beginnen nun und fixieren unsere Applikation auf dem zu verzierenden Stoffteil. Dieses kleine Segelboot hier ist aus Kunstleder, könnte aber beispielsweise auch aus laminierter Baumwolle oder Wachstuch sein. Daher können wir keine Nadeln stecken, sondern wir nutzen beidseitiges Klebeband, um es zu befestigen. Ich habe das hier schon einmal vorbereitet und die Klebestreifen möglichst auf den Bereichen befestigt, auf denen später nicht genäht wird, weil sonst die Nadel verkleben würde. Nun kann ich die Papierstreifen abziehen und das Boot auf dem Stoffteil fixieren. So, und jetzt können wir die Applikation aufnähen. Stellt dafür einen Stepp- bzw. Gradstich mit einer etwas größeren Stichlänge, also 3 bis 3,5 mm ein und verringert zudem auch etwas die Fadenspannung, die Spannung vom Nadel- bzw. Oberfaden. Weil das Boot auch später im inneren Bereich verschiedene Nähte hat, nähen wir es in einzelnen Schritten. Wir beginnen hier oben bei dieser Ecke. Verriegelt die Naht mit ein paar Stichen vor und zurück. Und nun nähen wir knappkantig hier an der Kante entlang. Jetzt bin ich genau an der Ecke, lasse die Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen und drehe den Stoff. Senke das Nähfüßchen wieder und nähe nun weiter. Wenn ihr mit dem großen Stich nicht genau an die Ecke kommt, dann stellt einen kleineren Stich ein. Jetzt vergrößere ich den Stich wieder. Jetzt nähe ich genau bis zu dieser Ecke und verriegle die Naht. So sieht die erste Naht nun aus und als nächstes können wir von diesen beiden unteren Ecken zu diesen beiden oberen Ecken jeweils eine Naht nähen und damit das schön gerade gelingt, können wir diese mit einem entfernbaren Kreide- oder Markierstift zunächst aufzeichnen. Auch alle weiteren Nähte müssen nun gut verriegelt werden, damit sie sich später nicht auflösen. Als nächstes nähen wir die Bootsspitze und beginnen hier bei dieser Naht.
Jetzt fehlt nur noch die Mittelnaht. Ich verlängere diese über das Boot hinaus und nähe ein kleines Etikett als Fähnchen mit. Und fertig ist unser niedliches Papierbötchen. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr diesen Anker aus Stoff applizieren könnt. Dafür verstärken wir zunächst die linke Stoffseite von einem großzügig zugeschnittenen Stück mit beidseitig fixierbarer Bügeleinlage, und zwar Flisofix. Entsprechend der Herstellerangaben liegt nun die glatte Papierseite oben und die raue, leicht glitzernde Seite liegt unten auf dem Stoff. Und jetzt können wir das gleichmäßig festbügeln. Wenn euer fixiertes Teil gut abgekühlt ist, könnt ihr die Applikation aufzeichnen. Bedenkt, wenn ihr Zahlen oder Buchstaben auflegt, dass diese spiegelverkehrt sein müssen. Jetzt können wir die Applikation ausschneiden. Als nächstes können wir das Papier abziehen und unsere Applikation auf dem Stoffteil positionieren und aufbügeln. Dafür benötigen wir Dampf bzw. ein feuchtes Tuch. Nun ist der Anker gut fixiert und jetzt können wir noch die linke Stoffseite mit einem Vlies verstärken. Das ist vor allem bei dünnen, weichen Stoffen sehr empfehlenswert. Ihr könnt entweder ein aufbügelbares Stickvlies verwenden oder ihr legt so wie ich einfach ein loses Vlies beim Nähen darunter. Nun können wir das Motiv entlang der Kanten mit einem Zickzackstich applizieren. Testet am besten zuvor an einem Probestück, wie breit und wie dicht euer Zickzackstich dafür sein soll. Bei meinem Zickzackstich beträgt die Breite 3 und die Dichte 0,5. Auch hier habe ich die Fadenspannung wieder etwas lockerer eingestellt. Ich führe meine Applikation nun so, dass die Kante in der Mitte vom Nähfuß liegt. Damit wird die Kante schön von der Naht verdeckt. An den Ecken des Motives nähen wir leicht über die Ecken hinaus, lassen die Nadel im Stoff stecken, heben das Nähfüßchen, drehen den Stoff, senken das Füßchen wieder, sodass wir nun mit der weiteren Naht dieses Ende verdecken. Bei den Kurven müsst ihr den Stoff nun schön gleichmäßig bewegen. Und so sieht nun der fertig applizierte Anker aus. Zu guter Letzt können wir auf der Rückseite noch die Einlage vorsichtig abreißen und dann unsere Tasche weiternähen. Auch im Inneren des Motives könnt ihr die Einlage vorsichtig entfernen, damit der Stoff wieder schön weich wird, was vor allen Dingen bei Bekleidung wichtig ist. Und wenn ihr jetzt mit eurer Tasche weitermachen möchtet und beispielsweise einen Reißverschluss annähen wollt, dann schaut euch dieses Video an.
Oder müsst ihr vielleicht eine gerade Strecke an eine Rundung nähen? Dann klickt doch mal auf dieses Video. Viele schöne Taschennähideen findet ihr in meinem Buch. Ich zeige euch darin zum Beispiel, wie ihr so ein hübsches Stiftemäppchen nähen könnt. Oder so eine lässige Hobo-Bag. Oder diesen super coolen Rucksackshopper. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unbedingt meinen Petty-Do-Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.